Gehörst du auch zu den Menschen, die beim Mischen in der DAW nicht nur immer besser werden, sondern vor allem alles richtig machen wollen? Oder das Gegenteil von alles richtig? Du willst auf keinen Fall etwas falsch machen? Vielleicht ist das gerade eine mehr oder weniger deutsche Angewohnheit, nichts falsch machen zu wollen. Aber in den letzten 10 Jahren als Mixcoach für einzelne Künstler und Mischer oder auch in unzähligen Fragen im Recording-Blog-Mitgliederbereich werde ich immer wieder nach den richtigen Werten für, sagen wir mal, einen Kompressor gefragt. Wie genau stellt man einen Kompressor richtig ein? Welche Ratio, wie schnell bei Attack und Release und wie stark darf ich eigentlich komprimieren? Mit Betonung auf darf, als wenn man für mehr oder weniger Kompression eine Erlaubnis von der Mischerpolizei bräuchte. Der Gipfel der Verunsicherung ist dann für mich persönlich, wenn in unzähligen Mix-Tutorials von den Pros immer wieder vom Sound des Kompressors gesprochen wird und wie wichtig das ist, den richtigen Kompressor für den wirklich richtigen Sound auszuwählen. Ehrlich gesagt, das verunsichert nicht nur Einsteiger, die natürlich nichts falsch machen wollen, sondern selbst mich. Und nach vielen Jahren fällt es mir immer noch schwer, den Sound eines Kompressors wirklich zu hören. Ich persönlich habe sogar noch nie einen Kompressor im Mix eingesetzt, weil ich seinen Sound haben wollte. Einfach, und hier kann ich es jetzt mal sagen, weil ich den legendären Sound eines LA2A oder von einem 1176 oder DBX 160 oder sagen wir auch einen Varimu-Kompressor, weil ich den immer noch nicht klar benennen kann, wenn ich ihn höre. Und weil es eben viel wichtiger ist, zu wissen, was man nicht kann, als zu wissen, was man kann, benutze ich einen Kompressor aus einem völlig anderen Grund als wegen dem Sound. Ich wage mal die These, dass das mindestens 95% der Mix-Engineers da draußen genauso handhaben. Der Kompressor soll für mich machen, was ein Kompressor macht. Er soll komprimieren, also die Dynamik eines eingehenden Signals soll er reduzieren, damit ich das Signal anschließend stabiler und gezielter im Mix platzieren kann. Und zwar ohne Gefahr zu laufen, dass vielleicht zu leise Stellen untergehen und zu laute Stellen herauspieken. Punkt. Ein komprimiertes Snare zum Beispiel ist nun mal verlässlicher als eine dynamische, bei der ich im Mix vielleicht nicht höre, ob der nächste Schlag wirklich da war oder nicht. Ein stabiles Bassfundament, ja, in einem dichten Mix bekomme ich das halt nur mit einem Bass hin, der keine großen Lautstärkeschwankungen hat. Und Vocals, bei denen ich jedes Wort verstehen kann, ohne dass irgendwas untergeht oder volle Pulle in meinen finalen Limiter reinknallt, bekomme ich nur mal mit einem oder mehreren Kompressoren hin. Und bei all diesen Punkten ist es mir schnurzpiep, egal wie der Kompressor klingt, der soll machen, was er macht. Und wenn das dann hinter einen bestimmten Sound hat, ja super. Für mich ist das aber weder relevant, noch hat es Gewicht und das sollte es bei dir auch nicht. Bis wir nämlich an dem Punkt sind, wirklich im Mix von, was weiß ich, sagen wir mal, American Idiot von Green Day, dass wir da klar sagen können, ey, die Snare, die ist aber mit einem SSL-Kompressor oder mit einem DBX 160 oder bestimmt mit 2 1176 komprimiert. Bis dahin vergehen mindestens 10.000 Stunden intensiven Hörens und Mischens. Und selbst danach stellt sich dann noch wieder die Frage nach der Relevanz dieser Aussage. Was glaubst du denn, wie wichtig die Antwort auf die Frage nach dem Kompressor auf der Green Day Snare für deine beste Freundin oder für deinen Bruder oder wahlweise auch deine Mutter ist? Richtig. Hauptsache die Snare ist im Mix da, wo sie hingehört und weder zu laut noch zu leise. Und darüber entscheidet nach einem Kompressor oder nach mehreren Kompressoren oder auch nach mehreren Kompressoren plus Saturation ausschließlich der Lautstärke-Fader und damit du und dein Geschmack. Und wenn du dafür keinen Kompressor brauchst, bingo! Es hat auch keinen Song gegeben, der nicht zum Hit wurde, nur weil auf dem finalen Mix kein Kompressor auf der Snare war. Mal ein Beispiel aus der Praxis. Gerade neulich haben wir im Rahmen einer Mix-Challenge im Recording-Blog Mitgliederbereich Songs ganz ohne Plugins gemischt. Wir konnten eigene Songs nehmen oder auch welche aus den über 60 Songs zum Selbermischen auswählen und dann einfach mal ohne Zwang von Plugins mischen. Nur mit Panorama und Fader. Und es ist erstaunlich, wie weit man schon ohne ein einziges Plugin kommen kann und wie offensichtlich dann plötzlich die Probleme der einzelnen Signale im Mix werden, die man vielleicht gar nicht bemerkt hätte, wenn man ständig und standardmäßig nach jedem Fader, den man im Mix hochzieht, aus reiner Gewohnheit oder vielleicht noch besser, weil man das so macht, irgendwie direkt eine Batterie an Plugins reingezogen hätte, die es vielleicht so gar nicht bräuchte. Mit dem Ergebnis vor allem, dass der Mix dann am Ende des Tages angestrengt, flach und überhaupt nicht so klingt wie die Referenz oder dein Vorbild aus Spotify. Und wenn du jetzt denkst, oh, da wäre ich jetzt aber gerne dabei gewesen und wenn du auch von den Songs zum Selbermischen plus Mix-Tutorial und mit mir und der Recording-Blog-Familie zusammen besser werden willst und
dich vielleicht auch austauschen willst, dann melde dich doch einfach über den Link hier direkt unter dem Video schon mal kostenlos als Intro-Mitglied im Recording-Blog an. Schnupper rein, gönn dir die kostenlosen Inhalte und mit einem Premium-Zugang bekommst du dann sogar Zugriff auf alles, was in den letzten 6 Jahren an Wissen, Songs und Tutorials im Mitgliederbereich veröffentlicht wurde und auch noch ständig neu dazukommt. Und falls du jetzt sagst, aber eigentlich will ich nur wissen, wie ich einen Kompressor möglichst einfach und so einstellen kann, dass er das macht, was ein Kompressor eben so macht, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann bis die Tage. Mach's gut und Yassou!